Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe das Galaxy Z Fold 2 in den Händen und möchte euch einfach mal ein kurzes Update dazu geben, wie das Ding gealtert ist. Das heißt, gibt es Kratzer, wo gibt es Kratzer und vor allem, wie sieht das innere Display aus, das Hauptdisplay. Ne? Gibt es dort Dellen, Kratzer und all das gucken wir uns jetzt in den nächsten Minuten an. Das ist also ein Langzeit-Test. Und am Ende sage ich noch, ob ich zufrieden mit dem Gerät bin und ob ich dieses Gerät auch weiterempfehle. Gut, wir machen den Anfang auf dem Frontdisplay. Das Frontdisplay, bestehend aus Gorilla Glas, hat sich wirklich sehr gut gehalten. Ich muss dazu sagen, ihr seht es hier, keinerlei Displayfolie. Das heißt, ich habe die Displayfolie abgezogen und ich habe wirklich nur hauchdünne Mikrokratzer. Ihr werdet, beziehungsweise die Kamera wird es gar nicht einfangen. Müsst ihr mir glauben, es sind wirklich hauchdünne Kratzer, die erspüre ich nicht mal mit dem Fingernagel. Wirklich ganz vereinzelt. Und ich bin eigentlich ziemlich zufrieden damit, mit dem Ergebnis. Wir haben hier vorne, dieser Bereich, all das hier ist Plastik. Und da gibt es auch ganz hauchdünne Kratzer, ihr seht es. Es ist wirklich ziemlich schwer für die Kamera das einzufangen, aber ihr seht es, hauchdünne Kratzer. Da seht ihr es, hauchdünne Kratzer. Ja, ist einfach dem geschuldet, dass das aus Plastik besteht. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Dieser Part ist nochmal auf der Rückseite, da sieht es ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein bisschen schlimmer aus, aber es ist auch nicht so schlimm für den Alltagsgebrauch. So, dann gucken wir uns das Scharnier mal an. Glänzend, ihr seht es, sehr, sehr viele Fingerabdrücke. Auch das muss ich jetzt mal sauber machen. Schnell. So. Und im täglichen Gebrauch, ganz ehrlich, hat sich auch das Scharnier sehr, sehr gut gehalten. Nicht nur von der Optik her, sondern auch, wenn wir gleich machen, wenn ich das Gerät öffne und auch in halber Stellung aufhabe, ist es immer noch sehr, sehr steif, das Scharnier. Das gefällt mir. So. Wir kommen zur Rückseite und wie bereits vorhin erwähnt, dasselbe Spiel haben wir hier mit dem Plastikrahmen und ihr seht schon feine Kratzer. Es sieht ja ein bisschen schlimmer aus als auf der Vorderseite. Ist ja klar, dass dadurch, dass ich mein Gerät auch immer, wirklich immer ohne Hülle auf Tische ablege oder auf sonstige Oberflächen. Natürlich passe ich da immer auf und lege es einfach nur gerade ab und schiebe es nicht so zur Seite. Ich bin ein bisschen vorsichtiger unterwegs, aber diese Kratzer kann man einfach nicht vermeiden. Und es ist jetzt auch nicht die Welt wirklich. Also ganz ehrlich, man sieht es nur so im Lichtschimmer, das sind ganz feine Kratzer, das ist jetzt wirklich nicht der Rede wert. Ansonsten die Glasrückseite, die matte, das war ja der Hauptgrund, warum ich mich für diese Farbe entschieden habe, weil das Schwarze hat ja eine glänzende Rückseite. Dieses hier ist matt, fühlt sich erstens viel besser an, viel hochwertiger an und ihr seht, keinerlei Kratzer. Absolut super gealtert. Und dasselbe gilt auch für den Camera Bump, für den Buckel hier. Das Gerät liegt ja eigentlich immer hauptsächlich auf dieser Kante hier. Und habe ich da Farbabschürfung oder dergleichen? Nein, nichts. Wirklich. Da hat Samsung sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ja gut, hier sammelt sich immer Staub, aber das kann man ja locker easy wegwischen. Von daher, also Vorderseite, Rückseite, absolut super. Wir kommen zu den Seiten. Diese bestehen entgegen der Galaxy S oder der Note-Serie leider aus Plastik. Also wirklich das hier. Auch das hier oben. Und ihr werdet es jetzt sehen. Hier oben, hier unten auch. Und da seht ihr es schon, ein Kratzer. Das finde ich ziemlich schade. Da bin ich abgerutscht mit dem Ladekabel, mit dem USB-C. Ende quasi bin ich einmal abgerutscht und ihr seht das Ergebnis. Gibt einen doch schon deutlich sehbaren, erkennbaren Kratzer. Ist ziemlich schade, aber wie gesagt, all das hier ist Plastik und ihr hört es vielleicht. So,
So viel zu den Oberseiten, Unterseiten und auch zu den Seiten. Das ist wirklich alles Plastik. So, und wir kommen zum Star der Show, dem Hauptdisplay. Ich habe es bewusst jetzt nicht gesäubert. Ihr seht schon ganz, ganz viele Fingerabdrücke. Auch Staub hat sich da angesammelt. Es ist nun mal so, das kann man nicht ändern bei diesem Gerät. Auch hier gibt es ja von Werk ab eine Folie, die eher so gummiartig ist. Die kam sofort raus, also ab, sodass das Gefühl des Displays sich erheblich verbessert hat. Diese gummiartige Folie, die war echt grausam. Jetzt mittlerweile fühlt es sich schon mehr nach Glas an, aber man spürt da immer noch Plastik raus. Ist einfach so, das kann man nicht abstreiten. Aber das Wichtige für uns ist ja, wie ist das Display gealtert? Habe ich Stellen? Habe ich Kratzer? Ja, leider ja. Passt mal auf. Da seht ihr es. Da. Jetzt seht ihr es quasi da. Genau, und da oben drüber auch nochmal eine kleine Macke. Und da auch nochmal so ein kleiner punktförmige Macke. Und hier unten müsste noch eine sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut rüberkommt hier. Na, wo ist sie denn? Da. Jetzt sieht man es. Jetzt sehen wir es da. Das sind die einzigen Macken. Ansonsten ist das Gerät gut gealtert. Die Falz hier in der Mitte, das ist ja allen bekannt. Ja, das passiert einfach nur hier. Ihr seht das Fingernagelform. Wenn man da mal ein Game drauf zockt oder ein bisschen unvorsichtig das Gerät zusammenfalten will und mit dem Fingernagel drankommt, dann ist das hier absolut kein Problem. Das geht sehr, sehr schnell und es verschwindet auch nicht mehr. Das bleibt. Aber ärgert mich das jetzt so im Nachhinein? Nicht mehr so sehr wie am Anfang, wie zu Beginn. Wie gesagt, das Scharnier, das ist absolut fest. Schaut euch das mal an. Ich rüttel da schon ziemlich stark und der Winkel wird wirklich sehr, sehr gut gehalten. Also das muss man dem Gerät lassen, beziehungsweise Samsung, den Ingenieuren, die haben da wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Das Scharnier ist immer noch stiff. Und hört mal. Dieses Geräusch beim Zuklappen, wirklich angenehm. Beim Aufklappen, Zuklappen, super, super angenehm. Und ich kann jetzt eigentlich nur sagen, dass das Gerät dafür, dass es Generation 2 ist, ja, sehr, sehr gut ist. Also abgesehen von diesen Macken, die durch Fingernägel entstehen können, wenn das noch ein bisschen verstärkt wird, das Display an sich, dann bin ich super zufrieden mit der Haltbarkeit und der Langlebigkeit eines solchen Gerätes. Wirklich, da kann ich nicht meckern. Was mich wirklich reizt bei dem Gerät manchmal, bei Verwendung habe ich einfach das starke Verlangen danach, einfach mal richtig mit dem Daumen oder auch mit dem Fingernagel richtig reinzudrücken. Obwohl ich ganz genau weiß, das würde mit dem Fingernagel, vor allem wenn man zu tief dann quasi drauf drückt, würde das Gerät wahrscheinlich kaputt gehen, das Display. Aber manchmal überkommt es einen dann einfach doch, weil man das einfach so spürt, dass es nicht allzu stark ist. Da habe ich das starke Verlangen, einfach mal richtig reinzudrücken. Das ist ganz, ganz gefährlich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber nicht nur ich habe dieses, ich sag mal, Problem oder dieses Verlangen danach, sondern ich habe da auch schon mit mehreren drüber gesprochen. Die denken sich das Gleiche. Wahrscheinlich wollen wir da einfach nur Grenzen austesten, wann das Gerät nachgibt, beziehungsweise das Display. Aber bei solch einem teuren Produkt sollte man das lieber sein lassen. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Das Gerät ist wirklich super. Ihr habt als ein Smartphone dabei und als auch ein Tablet zu jeder Zeit. Und das ist schon in einigen Situationen Gold wert. Ne? Ihr braucht da jetzt nicht zwei separate Geräte mitzuschleppen, mit einer SIM-Karte und einer zweiten SIM-Karte, quasi einer Multisim, sondern eine SIM, ein Gerät, ihr habt alles dabei. Gut, das ist natürlich ein bisschen klobig, ein bisschen schwer. Auch da hoffe ich auf die nächste Generation, dass es einfach noch ein bisschen kompakter wird, ein bisschen leichter wird und das Display ein bisschen stärker einfach nur und mehr verzeiht. Genau, und jetzt kommen wir auch schon zur Empfehlung bzw. zum Fazit nach den
nach den etlichen Wochen und auch nach den Monaten. Ich bin mega zufrieden mit dem Gerät und ich kann euch dieses Gerät wirklich nur weiterempfehlen. Ihr werdet, wenn ihr dann mal zu einem normalen Smartphone zurückkehrt, dieses Gerät, diesen Formfaktor, diese Flexibilität vermissen. Das verspreche ich euch. Samsung hat diese Geräte auch mit unterschiedlichen Scharnierfarben selbst auf seinem Online-Shop für 999 € angeboten. Zu seiner Zeit. Jetzt ist der Preis ein bisschen wieder angestiegen, aber ich kann es euch wirklich nur für einen Preis unter 1000 €. Ob ihr das jetzt auf Kleinanzeigen für 800, 900 schnappt oder in irgendwelchen anderen Shops, also solange ihr unter 1000 € liegt, kann ich das Gerät wirklich nur empfehlen. Ihr tut euch damit echt einen Gefallen, ihr seid Vorreiter, ihr erlebt dieses flexible Smartphone-Tablet-Erlebnis und ihr werdet es sehr, sehr genießen, das kann ich euch sagen. Das war schon von diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Macht es gut, bleibt gesund und tschüss.